Jetzt haben wir uns ein bisschen eingebaut gerade. Einmal zur Seite. Ich messe nichts aus, ich baue was auf. Ja, also heute Abend findet unsere Veranstaltung Kulinarische Weltreise statt, bei der wir zum einen weniger Besucher hier drin haben als jetzt zum Beispiel mitten in den Ferien oder an den Wochenenden. Und dazu bauen wir passend zu unseren Anlagenabschnitten einzelne Themenbuffets auf. Und da gibt es dann immer landestypische Speisen und Getränke. In Skandinavien natürlich Fisch. In Hamburg natürlich Lapskaus, in Österreich kleine Wiener Schnitzel, in Italien natürlich Pasta und, das darf in Amerika nicht fehlen, Burger natürlich. Ja, also der ganze Ablauf der kulinarischen Weltreise beginnt für mich im Prinzip schon Tage vorher. Das wird unten in unserer Küche alles vorbereitet, teilweise am Tag vorher vorgekocht, einige Sachen am Abend frisch zubereitet. Am Donnerstag gucke ich dann immer alles durch, teile die Leute ein, mache den Ablaufplan, wer welche Aufgaben hat, bereite die Namensschilder vor, bereite die Essensschilder vor. Und am Freitag geht es dann im Prinzip um 16:30 Uhr los mit dem ersten Treffen, dass man sich mit den Logistikern trifft, sich bespricht, wer was macht. Und dann um 17:30 Uhr das Treffen mit dem kompletten Servicepersonal, die Einteilung, Fragen klären. Und dann geht es mit dem Aufbau richtig los. Um 19 Uhr schließen wir dann. Ja, während des Aufbaus müssen wir stark darauf achten, dass wir natürlich unsere Gäste nicht behindern, weil der Beginn des Aufbaus fällt in die Zeit, wo wir noch ganz normal geöffnet haben. Also ist wirklich, der Aufbau ist wirklich stressig. Vor allen Dingen am Ende gehe ich immer noch mal einmal rum und vergewissere mich, dass wirklich alle Buffets auch ordentlich aussehen. Und dann gibt es im Prinzip den Startschuss, dass die Anlage wieder fährt, dass alle Kollegen auf Position gehen. Dann gehe ich die Treppe runter, muss zweimal tief durchatmen und dann muss ich wirklich im Kopf den Schalter umlegen und versuchen, den Stress dann nicht mehr raushängen zu lassen. Dass man es nicht mehr merkt, in dem Moment, wo ich dann über Mikrofon begrüße und die Gäste in die Ausstellung bitte. Moin liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserer kulinarischen Weltreise. Wir sind soweit fertig. Und einmal bitte hier Treppe nach oben, die blauen Armbänder bitte nochmal vorzeigen. Achtung bitte, die Buffets sind noch nicht eröffnet. Erstmal bitte verteilen, weil sonst haben wir hier gleich einen mega Stau auf der Treppe. Je schneller wir alle drin sind, desto schneller gibt es was zu essen. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Alex, ich bin der Moderator für den heutigen Abend und ich werde mich hier immer wieder über die Lautsprecheranlage melden, ein bisschen was rund ums Miniaturwunderland erzählen. Dabei bin ich aber nicht alleine, denn man kann bei der kulinarischen Weltreise auch an einigen Stationen mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das geht zum Beispiel heute Abend am Flughafen in unser K-System. Dort wird Juliane ab und zu ihren Kopf aus der Tür stecken, 10 Leute mitnehmen und ihnen dann erklären, wie unsere Autos funktionieren und zeigen, wie die Autos aufgeladen werden. Das Programm ist einmal, dass ich den Abend durch moderiere, was über das Miniaturwunderland erzähle, einmal wie es entstanden ist und auch Besonderheiten über die Anlage. Ja, und nebenbei versuche ich dann auch immer noch ein bisschen die Kollegen zu koordinieren, dass dann auch immer das Essen noch nachkommt. 2 und hier ein und den Suppen. Ja, ich gehe natürlich ein bisschen rum, um auch erkennbar zu sein oder auch um nah dran zu sein. Hin und wieder versuche ich eine kleine Interaktion mit den Gästen oder ich führe auch zwischendurch einmal vor, wie zum Beispiel man auf die Anlage kommt, weil das auch immer so eine der Fragen von den Gästen ist. Dann tauche ich halt mal von unten aus der Anlage auf oder lege mich dann in Hamburg drüben auf eins der Klappbretter, um einfach mal zu zeigen, wie man so in der Anlage rankommt. In die Anlage reinsteigen tue ich allerdings nicht, weil das machen wir wirklich nur, wenn es sein muss, weil wir wollen hier nichts kaputt machen. Man kann Tickets bei uns an der Kasse kaufen oder auch auf unserer Internetseite oder in unserem Online-Shop. Das sollte man noch zeitig machen, weil die oft und schnell ausverkauft sind. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich weiß, jetzt haben alle Hunger. Deswegen einmal das Zeichen auch an meine Kollegen, die Deckel abzunehmen. Das Buffet ist eröffnet. Guten Appetit und ich werde mich dann hier melden und ein bisschen was über das Wunderland erzählen.